Hier sehen wir den gefallenen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, wie er das Gericht in Manhattan verlässt. Er plädiert auf nicht schuldig gegen die Vergewaltigungsanklage. An seiner Seite ist sein Anwalt Benjamin Brafman. Er stellt sich vehement gegen die Anschuldigungen von Weinstein. 2 Frauen klagen Weinstein an und 80 weitere beschuldigen ihn, sie sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Wir wussten, dass er auf unschuldig plädieren würde, und er hat es getan. Yeah, that's right, Poppy. This was just the next step in the case. This criminal charges that Harvey Weinstein had to take, and that was. Genau das ist der nächste Schritt bei diesem Fall, den Weinstein durchführen muss. Deswegen erscheint er heute hier und plädiert für nicht schuldig. Wir wissen, dass Weinstein erst am 20. September ins Gericht zurückkehren muss. Aber seine Anwälte können erscheinen und Anträge einreichen. Ich will noch weitere Dinge vor Gericht hervorheben, neben seiner Nicht-Schuldig-Aussage. Es gab eine Konversation zwischen dem Assistenten des Staatsanwaltes und Brafman, Weinsteins Anwalt. Sie sprachen über Quellen der Polizei und dem Verbreiten von geheimen Informationen über diesen Fall. Sie waren unzufrieden damit. Das war einer der Dinge, über die sie gesprochen haben. Und sie einigten sich, die Identität des Klägers nicht zu veröffentlichen. Jene Frau behauptet, sie wäre von Weinstein vergewaltigt worden.